Lektion 1. Tragische Vorfälle. Ich habe letzten Monat von dem schrecklichen Vorfall auf dem Kreuzfahrtschiff gehört. Es ist so eine Tragödie. Ich weiß, es ist einfach herzzerreißend. Soweit ich gelesen habe, gab es nicht genug Rettungsboote, um alle Passagiere aufzunehmen. Das ist das Schlimmste. Normalerweise ist das Unternehmen nicht ausreichend vorbereitet, wenn so etwas passiert. Absolut. Sicherheit sollte immer oberste Priorität haben, insbesondere bei solchen Großeinsätzen. Auf jeden Fall. Es ist unentschuldbar, dass sie nicht über angemessene Notfallmaßnahmen und Ausrüstung verfügten. Ich stimme zu. Die Überlebenden müssen so viele Traumata durchgemacht haben. Es ist einfach überall eine verheerende Situation. Absolut. Mein Mitgefühl gilt allen Opfern und ihren Familien. Vorfälle wie dieser unterstreichen wirklich die Bedeutung strenger Sicherheitsvorschriften. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dies in Zukunft zu umfassenden Branchenreformen führt, um zu verhindern, dass sich etwas Ähnliches wiederholt. Ich auch. Niemand sollte eine so schreckliche Tortur durchstehen müssen. Es ist einfach inakzeptabel. Lektion 2. Ein Zimmer buchen. Guten Morgen, Anna. Ich muss ein Hotelzimmer für meine bevorstehende Reise buchen. Kannst du mir dabei helfen? Absolut. John, was für ein Zimmer suchst du? Nun, wenn möglich, würde ich gerne ein Zimmer mit einer schönen Aussicht bekommen. Okay, lass mich sehen, was ich finden kann. Ein Zimmer mit Aussicht wäre herrlich. Das wäre toll. Was die Einzelheiten angeht, bin ich flexibel, solange es eine schöne Aussicht bietet. Verstanden. Ich überprüfe die Verfügbarkeit von Zimmern mit malerischem Ausblick. Wunderbar, ich weiß es zu schätzen, dass du das für mich untersucht hast. Gar kein Problem. Für welche Termine brauchtest du das Zimmer? Ich werde vom 15. bis 20. des nächsten Monats dort sein. Verstanden. Lass mich sehen, was ich für diese Termine finden kann. Hervorragend, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf die Reise. Ich bin sicher, du wirst eine wundervolle Zeit haben. Los geht's. Ich habe eine großartige Option gefunden. Oh, perfekt. Was sind die Details? Es ist ein schönes Zimmer im Grand Hotel mit einem atemberaubenden Blick auf das Stadtbild. Klingt toll. Kannst du das für mich buchen? Absolut. Ich kümmere mich jetzt darum. Wunderbar. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie das für mich erledigen. Lektion 3. Bürgerpflicht. Hey Anna, kann ich dich etwas über unsere bürgerliche Verantwortung fragen? Absolut. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, von unseren gewählten Vertretern Integrität zu fordern. Das ist ein gutes Argument. Ich stimme zu, dass es wichtig ist, dass wir unsere Führungskräfte zur Rechenschaft ziehen. Auf jeden Fall. Ich versuche, über die Themen auf dem Laufenden zu bleiben, damit ich an der Wahlurne fundierte Entscheidungen treffen kann. Das ist bewundernswert. Es ist leicht, sich in den Lärm zu verwickeln, aber es ist so wichtig, ein informierter Wähler zu sein.
Absolut. Ich lege Wert darauf, vor jeder Wahl die Kandidaten und ihre Programme zu recherchieren. Das ist eine tolle Angewohnheit. Das mache ich auch. Es hilft, die ganze Rhetorik und den Wirbel zu durchbrechen. Exakt. Und ich denke, wir müssen über das bloße Wählen hinausgehen, wir sollten auch engagierte Bürger sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Dinge wie Rathäuser zu besuchen, unsere Vertreter zu kontaktieren und engagiert zu bleiben. Exakt. Eine informierte und engagierte Bürgerschaft ist das Fundament einer gesunden Demokratie. Gut gesagt. Es ist unsere Bürgerpflicht, aktiv an dem Prozess teilzunehmen. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Das ist ein so wichtiges Thema, und ich freue mich, dass wir uns darüber einig sind. Ich auch. Es ist ermutigend zu wissen, dass es andere gibt, die dieses Zeug ernst nehmen. Absolut. Danke, dass du mit mir darüber geschattet hast. Es ist gut zu wissen, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Lektion 4. Erkundung der Hawaii-Inseln. Hey Anna, warst du schon einmal auf Hawaii? Nein, ich hatte noch keine Gelegenheit. Aber ich würde es gerne eines Tages besuchen. Es ist ein toller Ort. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Inseln, aus denen Hawaii besteht. Oh wirklich? Mir war nicht bewusst, dass es mehrere Inseln gibt. Welche sind die wichtigsten? Die 5 größeren Inseln sind Hawaii, Maui, Oahu, Kauai und Molokai. Wow, das ist viel mehr als ich erwartet hatte. Was sind die Hauptattraktionen auf jeder Insel? Nun, Hawaii, auch Big Island genannt, hat Vulkane und eine unglaubliche Natur. Maui ist bekannt für seine schönen Strände und die Walbeobachtung. Interessant. Was ist mit Oahu? Auf Oahu befinden sich Honolulu und Waikiki Beach sowie Pearl Harbor. Ah ja, ich habe viel über Waikiki und Pearl Harbor gehört. Was ist mit den anderen Inseln? Kauai wird wegen seiner üppigen, tropischen Landschaft oft als Garteninsel bezeichnet. Molokai ist etwas ländlicher und hat ein langsameres Tempo. Es hört sich so an, als hätte jede Insel ihren eigenen Charme. Ich würde sie gerne eines Tages alle erkunden. Auf jeden Fall gibt es auf den Hawaii-Inseln so viel zu sehen und zu tun. Es steht jetzt definitiv auf meiner Bucketlist. Danke, dass du mir mehr über sie erzählt hast. Es war mir eine Freude. Hawaii ist so ein fantastisches Reiseziel. Ich bin sicher, Sie werden es lieben, wenn Sie die Gelegenheit haben, es zu besuchen. Lektion 5. Eskapaden beim Lebensmitteleinkauf. In Ordnung. Ich glaube, wir haben alles auf unserer Liste. Gehen wir zur Kasse? Auf jeden Fall bin ich bereit, für unsere Einkäufe zu bezahlen und von hier zu verschwinden. Hört sich gut an. Oh, sieht aus, als gäbe es eine kurze Schlange an der Kasse da drüben. Toll, dann stellen wir uns in die Warteschlange. Ich werde ein bisschen hungrig, kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mit dem Kochen zu beginnen. Ich auch. Ich habe mir das frische Gemüse angesehen, das wir haben. Ich denke an eine schöne Bratpfanne zum Abendessen. Oh, das klingt köstlich. Ich habe Sojasauce mitgebracht, die wir auch verwenden können. Perfekt, das bringt die Aromen richtig zur Geltung.
Ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen. In Ordnung, wir sind die Nächsten in der Reihe. Zeit, den Wagen auf das Förderband zu entladen. Okay, lass mich anfangen, die Gegenstände da oben zu platzieren. Kannst du mir das Brot und die Eier geben? Klar, bitte schön. Ich behalte die Summe im Auge, während die Kassiererin alles scannt. Fantastisch, danke. Sieht so aus, als ob sich unsere Gesamtsumme als ziemlich vernünftig herausstellt. Ja, gar nicht so schlecht. In Ordnung, ich habe mein Portemonnaie bereit. Welche Zahlungsmethode möchten Sie verwenden? Lass uns mit meiner Kreditkarte gehen, das wird am einfachsten sein. Gib es her, wenn der Kassierer bereit ist. Du hast es. Und los geht's, alles bezahlt. Zeit, die Koffer zu packen und nach Hause zu fahren. Perfekt, kann es kaum erwarten, mit dem Kochen zu beginnen. Das war mit Sicherheit ein erfolgreicher Einkaufsbummel. Lektion 6. Den Kurzurlaub buchen. Hallo Anna, ich habe mir einige Unterkunftsmöglichkeiten für unsere Reise angesehen. Fantastisch. Was hast du gefunden? Ich freue mich darauf, mit der Finalisierung der Details zu beginnen. Nun, es gibt ein wirklich schönes Strandresort, das tolle Bewertungen hat. Oh, das klingt perfekt. Welche Annehmlichkeiten bietet es? Es verfügt über einen Privatstrand, mehrere Pools und mehrere hauseigene Restaurants. Perfekt. Das erfüllt viele der Kriterien, nach denen wir gesucht haben. Absolut. Und die Zimmer sehen sehr geräumig und komfortabel aus. Wunderbar. Was ist mit der Preisgestaltung? Liegt es innerhalb unseres Budgets? Es ist eigentlich ganz vernünftig, besonders wenn wir früh buchen. Hervorragend. Das sind großartige Neuigkeiten. Okay, lass uns weitermachen und ein Zimmer reservieren. Hört sich gut an. Ich kümmere mich um die Buchung und schicke dir alle Details. Wunderbar, danke. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Packen für unseren Kurzurlaub zu beginnen. Ich auch nicht, das wird eine tolle Reise. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das gleiche hier. In Ordnung. Ich überlasse dir die Buchung der Unterkunft. Du hast es. Ich melde mich in Kürze mit der Bestätigung. Perfekt, ich weiß es zu schätzen, dass du dich darum kümmerst. Das wird so viel Spaß machen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, zusammen tolle Erinnerungen zu erleben. Lektion 7. Spielzeit mit Haustieren. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie sehr unser Hund gerne mit Spielzeug spielt? Unbedingt. Er ist so aufgeregt, wenn wir seinen Lieblingsball oder sein Lieblingskauspielzeug herausbringen. Ich weiß, es ist das süßeste Ding. Wie oft spielst du normalerweise mit ihm? Ich versuche, mindestens 30 Minuten am Tag für spezielle Spielzeit einzuplanen. Es ist wichtig, dass er aktiv und engagiert bleibt. Das ist eine tolle Idee. Das wollte ich auch schon immer tun, aber manchmal werde ich mit der Arbeit beschäftigt und vergesse es. Ich verstehe, das Leben kann hektisch werden. Aber es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen. Unser pelziger Freund lebt wirklich von der Aufmerksamkeit. Du hast absolut recht.
Vielleicht können wir am Wochenende eine Stunde für eine längere Spielsession einplanen? Klingt perfekt. Ich bin sicher, das würde ihm gefallen. Wir könnten ihn sogar in den Park mitnehmen, um herumzulaufen. Gute Entscheidung. Er hat dort immer so viel Spaß, seinen Spielzeugen hinterherzujagen. Auf jeden Fall. Oh, und wir sollten uns wahrscheinlich auch mit neuen Spielzeugen eindecken, damit es für ihn interessant bleibt. Ausgezeichneter Punkt. Ich mache mir eine Notiz, um noch ein paar Dinge abzuholen, wenn wir das nächste Mal in der Tierhandlung sind. Toll, ich bin sicher, er wird überglücklich sein. Er ist so ein guter Junge, er verdient alle Spielzeit der Welt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lass uns einen Plan für unser nächstes großes Spieldate mit ihm machen. Lektion 8. Technischer Support. Oh, ich habe Probleme mit meinem Laptop. Kannst du einen Blick darauf werfen? Lass mich natürlich sehen, was los ist. Was scheint das Problem zu sein? Nun, es friert mir immer wieder ein, wenn ich versuche, eine bestimmte Datei zu öffnen. Das ist nicht gut. Hast du versucht, den Laptop neu zu starten? Ja, das habe ich getan, aber es tut immer noch nicht gut. Die Datei wird nicht geöffnet, egal was ich tue. Okay, lass mich genauer hinschauen. Kannst du mir zeigen, um welche Datei es sich handelt? Es ist dieser Bericht, an dem ich gearbeitet habe. Ich muss ihn heute wirklich fertigstellen. Ich verstehe. Lassen Sie mich überprüfen, ob es ein Problem mit der Datei selbst gibt. Oder es könnte ein Softwareproblem sein. Davor hatte ich Angst. Kann ich irgendetwas tun, um das zu reparieren? Nun, lassen Sie uns zuerst versuchen, die Datei in einem anderen Programm zu öffnen, nur um das auszuschließen. Gute Idee. Ich werde versuchen, es in Google Docs zu öffnen und zu sehen, ob das funktioniert. Toll, lass mich wissen, wie das läuft. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen wir möglicherweise tiefer eintauchen. In Ordnung, drücken wir die Daumen. Ich kann mir wirklich keine weiteren Verzögerungen bei diesem Bericht leisten. Keine Sorge, wir gehen der Sache auf den Grund. Ich führe Sie gerne durch einige Schritte zur Fehlerbehebung. Fantastisch, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Lektion 9. Missverstanden. Hey Anna, ich muss mit dir über etwas reden. Okay, was ist los? Ich höre zu. Nun, es geht um das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe das Gefühl, missverstanden worden zu sein. Oh wirklich? Was meinst du? Ich dachte, ich hätte dich klar verstanden. Nein, das habe ich überhaupt nicht gemeint. Ich glaube, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich verstehe, kannst du klarstellen, was du damals sagen wolltest? Ja, lass mich versuchen, es besser zu erklären. Ich habe nicht versucht, unnachgiebig zu sein. Okay, mach weiter. Ich bin neugierig, deine Perspektive zu hören. Es ist nur so, dass ich auf großen Widerstand dieser Philister gestoßen bin. Ich verstehe, das rückt es in ein anderes Licht. Ich glaube, ich habe deine Absicht falsch verstanden. Genau, ich wollte nicht so rüberkommen. Ich war einfach frustriert, weißt du?
Verstanden. Keine Sorge. Ich freue mich, dass wir das geklärt haben. Kommunikation kann schwierig sein. Du sagst es mir. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören und zu verstehen. Lektion 10. Firmenklatsch. Jo Anna, hast du von der neuen Fusion in der Branche gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist los? Erzähl mir, ich bin neugierig. Offenbar bündeln zwei der größten Unternehmen in unserem Bereich ihre Kräfte. Wo? Das sind große Neuigkeiten. Kennen Sie irgendwelche Details über die Fusion? Soweit ich gehört habe, wird es zu einem starken Unternehmen auf dem Markt werden. Interessant. Ich frage mich, wie sich das auf die Wettbewerbslandschaft auswirken wird. Ja, es schlägt mit Sicherheit Wellen. Ich wette, es wird die Dinge durcheinander bringen. Zweifellos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die anderen Akteure der Branche darüber freuen. Genau, ich wette, sie fühlen sich gerade ein bisschen bedroht. Das kann ich mir vorstellen. Diese Fusion könnte die Dynamik wirklich verändern, oder? Auf jeden Fall wird es faszinierend sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich stimme zu, es wird sich auf jeden Fall lohnen, es im Auge zu behalten. Absolut, ich bin wirklich gespannt, was als nächstes mit all dem passiert. Lektion 11. Historische Intrigen. Hey Anna, hast du gehört, was zwischen den indischen Streitkräften und dem amerikanischen Führer passiert ist? Nein, davon habe ich noch nichts gehört. Was ist die Geschichte? Ich bin fasziniert. Offenbar gelang es den indischen Streitkräften, den amerikanischen Führer davon zu überzeugen, alles auszuhändigen. Wow, das ist eine ziemliche Entwicklung. Wie haben Sie das hingekriegt? Soweit ich weiß, war ein Typ namens Fitzgibbon in der Lage, den amerikanischen Führer zu überzeugen. Interessant, ich frage mich, welche Taktik oder welches Druckmittel Fitzgibbon benutzt hat, um den Anführer zu beeinflussen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint, als ob es eine beeindruckende Überredungsleistung war. Auf jeden Fall ist es keine geringe Leistung, einen amerikanischen Führer dazu zu bringen, alles auszuhändigen. Ja, es muss einiges an Verhandlungsgeschick und strategischem Manöver erfordert haben. Ich bin wirklich neugierig, mehr über die Details hinter diesem ganzen Vorfall zu erfahren. Ich auch, es ist die Art von historischem Ereignis, bei dem man sich fragt, was wirklich vor sich ging. Absolut, an der Geschichte steckt wahrscheinlich mehr als das, was berichtet wird. Natürlich wette ich, dass alle möglichen interessanten politischen Unterströmungen im Spiel sind. Lektion 12. Bedenken hinsichtlich Passivrauchen. Sag mal, hast du in letzter Zeit von den Problemen mit Passivrauchen gehört? Ja, habe ich. Es scheint heutzutage ein wachsendes Problem zu sein. Absolut, ich habe gelesen, dass manche Leute denken, Passivrauchen kann genauso schädlich sein. Wow, wirklich? Ich wusste, dass es schlimm war, aber ich wusste nicht, dass es so ernst sein könnte. Offenbar kann es ihre Gesundheit beeinträchtigen, auch wenn sie nicht derjenige sind, der raucht, wenn sie nur in der Nähe sind. Das ist verrückt. Ich frage mich, warum es so lange gedauert hat, bis das wirklich angegangen wurde.
Nun, soweit ich weiß, hat die Tabakindustrie lange gegen die Regulierung gekämpft. Zahlen. Gewinne sind wie immer wichtiger als die öffentliche Gesundheit. Es ist so frustrierend. Ich weiß, oder? Aber es scheint, als würden sich die Einstellungen endlich ändern. Das ist gut zu hören. Die Menschen verdienen es, saubere Luft atmen zu können, weißt du? Auf jeden Fall. Jeder sollte das Recht haben, den ungewollten Kontakt mit Passivrauch zu vermeiden. Exakt. Es ist ein wichtiges Thema der öffentlichen Gesundheit, dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Einverstanden. Ich hoffe, dass wir in dieser Hinsicht weitere Fortschritte sehen werden. Lektion 13. Eingepackt und startklar. Hey Anna, ich habe alles gepackt und kann losgehen. Brauchen wir sonst noch etwas? Lass mich das noch einmal überprüfen. Ich denke, wir haben alles Nötige abgedeckt. Toll, ich bin froh, dass wir bereit sind. Diese Reise wird so viel Spaß machen. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt für eine Weile zu verlassen. Ich auch nicht. Etwas Ruhe auf dem Land wäre perfekt. Auf jeden Fall. Eine nette Abwechslung vom Trubel hier. Ganz gewiss. Und auch kein Passivrauchen mehr, über das Sie sich Sorgen machen müssen. Guter Punkt. Das wird auch eine nette Pause. Damit musst du dich nicht mehr auseinandersetzen. Exakt. Das wird ein erholsamer, rauchfreier Kurzurlaub. Ich freue mich riesig darauf. Danke, dass du mir geholfen hast, alles vorzubereiten. Natürlich helfe ich gerne weiter. Sollen wir uns dann auf den Weg machen? Ja, machen wir es. Ich bin bereit zu gehen. Hervorragend, dann machen wir uns auf den Weg. Lektion 14. Die unaufhaltsame Maschine. Sag mal, hast du von der neuen Robotertechnologie gehört, an der Sie arbeiten? Nein, was hast du gehört? Ich bin neugierig, mehr zu erfahren. Offenbar ist es diese Maschine, die so konzipiert ist, dass sie fast unzerstörbar ist. Wow, wirklich? Wie ist das überhaupt möglich? Maschinen haben in der Regel ihre Grenzen. Das ist die Sache. Dieser ist so gebaut, dass er langsam aber sicher alles überdauert. Das klingt ein bisschen besorgniserregend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Sache ist. Das könnte man meinen, aber sie sagen, es ist revolutionär. Es geht einfach weiter, egal was passiert. Huch, das ist ein bisschen beunruhigend. Eine Maschine, die nicht gestoppt werden kann, klingt gefährlich. Ich weiß, oder? Es ist wie eine unaufhaltsame Kraft, die einfach alles langsam zerreißt. Unheimlich. Ich frage mich, was die realen Anwendungen für so etwas sein könnten. Das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, aber es sieht nicht so aus, als ob es zu etwas Gutem führen könnte. Lektion 15. Das Land erben. Morgen. Haben Sie von den neuesten Entwicklungen in der Debatte über Landbesitz gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist los? Ich bin neugierig,
mehr zu erfahren. Offenbar gibt es eine neue Philosophie, dass die Starken das Land erben sollten. Der Starke? Was meinst du damit? Klingt ein bisschen besorgniserregend. Nun, die Idee ist, dass diejenigen, die über die Mittel und die Willenskraft verfügen, diejenigen sein sollten, die das Land besitzen. Das scheint nicht wirklich fair oder demokratisch, oder? Das ist die Sache, Sie sagen, Demokratie ist nicht die Antwort. Die Starken sollten herrschen. Huch, das ist ein bisschen autoritär, findest du nicht? Mir gefällt das nicht. Ich weiß, das ist eine ziemlich radikale Idee. Aber Sie glauben, dass dies der einzige Weg ist, um echte Fortschritte zu erzielen. Fortschritt? Indem du die Mächtigen übernehmen lässt? Ich bin nicht überzeugt, dass das eine gute Lösung ist. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass es zu vielen Konflikten und Unterdrückung führen könnte. Exakt. Wir sollten nach Wegen suchen, alle zu stärken, nicht nur die Elite. Einverstanden. Ich hoffe, diese Philosophie gewinnt nicht zu sehr an Bedeutung. Scheint ein gefährlicher Weg zu sein. Auf jeden Fall. Wir müssen uns für demokratische Werte einsetzen und sicherstellen, dass jeder eine faire Chance hat. Gut gesagt. Ich werde diese Situation im Auge behalten und sehen, wie sie sich entwickelt. Lektion 16. Der New Deal-Vorschlag. Hey, haben Sie von dem neuen Regierungsvorschlag namens New Deal gehört? Nein, habe ich nicht. Worum geht es überhaupt? Es handelt sich um eine Reihe von Programmen und Maßnahmen, die darauf abzielen, dem Land zu helfen, sich von der Wirtschaftskrise zu erholen. Interessant. Was für Programme schlagen Sie vor? Nun, Sie wollen durch öffentliche Bauprojekte Arbeitsplätze schaffen, Arbeitslose finanziell unterstützen und Branchen regulieren. Das klingt, als könnte es hilfreich sein. Was denkst du darüber? Ich habe den Vorschlag geprüft und sehe ihn mit gemischten Gefühlen. Ach, was sind deine Bedenken? Einerseits gefällt mir die Idee, dass die Regierung eine aktivere Rolle bei der Unterstützung der Menschen übernimmt. Ja, das könnte in diesen schwierigen Zeiten wirklich von Vorteil sein. Andererseits mache ich mir ein wenig Sorgen über die Möglichkeit, dass die Regierung zu viel Einfluss hat und zu viel reguliert wird. Ich kann diese Perspektive verstehen. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, nicht wahr? Exakt. Ich bin gespannt auf deine Gedanken. Was denkst du über den New Deal-Vorschlag? Nun, ich denke, es ist ein mutiger und ehrgeiziger Plan, und ich hoffe, dass er einen echten Unterschied machen könnte. Ich stimme zu, es ist auf jeden Fall ehrgeizig. Ich denke, wir müssen abwarten und sehen, wie sich das alles entwickelt. Absolut. Es wird interessant sein, den Fortschritt zu verfolgen und zu sehen, welche Auswirkungen er hat. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten. Es ist ein komplexes Thema, aber ein wichtiges. Lektion 17. Strategisches Denken. Hey, ist dir aufgefallen, dass manche Videospiele wirklich strategisches Denken erfordern? Unbedingt.
Diejenigen, die dich beschäftigen und dich zum Nachdenken anregen, sind die besten. Ich weiß, oder? Diejenigen, bei denen du nur gedankenlos klickst, werden so schnell langweilig. Vollkommen. Die besten Spiele fordern dich heraus, vorausschauend zu planen, verschiedene Szenarien zu berücksichtigen und schwierige Entscheidungen zu treffen. Exakt. Es ist wie ein mentales Training, während du Spaß hast. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie manche Spieleentwickler solch immersive, strategische Erlebnisse schaffen können. Ich stimme zu. Hast du irgendwelche strategischen Lieblingsspiele, die du in letzter Zeit gespielt hast? Nun, ich habe mich wirklich für dieses Städtebauspiel interessiert, in dem man Ressourcen verwalten, Infrastruktur planen und politische Entscheidungen treffen muss. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Welche strategischen Entscheidungen musst du in dem Spiel treffen? Nun, Sie müssen Dinge wie Wohnen, Industrie, Verkehr und öffentliche Dienstleistungen in Einklang bringen. Sie müssen die Bedürfnisse Ihrer wachsenden Bevölkerung antizipieren. Wow, das klingt wirklich überzeugend. Ich kann mir vorstellen, wie es dein Gehirn zum Laufen bringen würde. Auf jeden Fall. Es hält dich wirklich beschäftigt und auf Trab. Hast du irgendwelche strategischen Lieblingsspiele? Nun, ich habe dieses komplexe militärische Simulationsspiel gespielt. Der Detaillierungsgrad und die Entscheidungen, die sie treffen müssen, sind unglaublich. Oh, das klingt faszinierend. Welche Art von strategischer Planung gehört dazu? Sie müssen Dinge wie Truppenbewegungen, Versorgungsleitungen, Gelände, Wetter und vieles mehr berücksichtigen. Es ist, als würde man eine echte Militäroperation durchführen. Das klingt intensiv. Ich kann mir vorstellen, dass das Ihr strategisches Denken wirklich herausfordern würde. Absolut. Diese Art von Spielen ist einfach viel lohnender als die Hirnlosen, weißt du? Lektion 18. Aufregende Abenteuer. Hey Anna, ich habe gehört, du planst bald eine große Reise. Wo gehst du hin? Ich bin so aufgeregt. Ich werde die antiken Ruinen an einem abgelegenen Ort im Dschungel erkunden. Wow, das klingt unglaublich. Ich wette, es wird ein unglaubliches Abenteuer. Ich weiß, ich kann es kaum erwarten. Ich wollte diese Seite schon seit Jahren besuchen. Das ist eine gute Wahl. Du wirst nicht enttäuscht sein. Warum hast du dich entschieden, jetzt zu gehen? Nun, ich habe endlich die Auszeit von der Arbeit bekommen und das Wetter soll perfekt sein. Dann ist das perfekte Timing. Haben Sie spezielle Pläne oder Aktivitäten für die Reise geplant? Definitiv. Ich werde wandern, an einem Kulturfestival teilnehmen und die lokale Küche probieren. Klingt, als würde es ein immersives Erlebnis werden. Ich bin sicher, du wirst mit unglaublichen Geschichten zurückkommen. Unbedingt. Ich hoffe, auch einige atemberaubende Fotos machen zu können. Ich möchte wirklich in die lokale Kultur eintauchen. Das ist so toll. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Wann gehst du? Ich mache mich tatsächlich in ein paar Tagen auf den Weg. Ich packe heute Abend meine Sachen zusammen. Wunderbar,
Du musst vor Aufregung schwirren. Hab eine wundervolle Zeit. Danke. Ich werde dir sicher alles darüber erzählen, wenn ich zurückkomme. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu erfahren. Sicher reisen. Lektion 19. Entdeckungsreise. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass du die Geschichte der Seereisen studiert hast. Ja, ich bin wirklich fasziniert von den Geschichten der frühen Entdecker und ihrer maritimen Abenteuer. Das ist so interessant. Was hat dich an diesen Reisen am meisten überrascht? Nun, eine Sache, die mir wirklich auffiel, ist, wie schwierig und gefährlich sie waren. Das kann ich mir vorstellen. Die Bedingungen auf diesen Schiffen müssen ziemlich hart gewesen sein. Exakt. Das lag daran, dass die Bedingungen auf den Schiffen extrem unhygienisch waren. Wow, das klingt furchtbar. Und die Schiffe waren viel zu voll, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es gab sehr wenig Platz für die großen Besatzungen an Bord. Ich wette, die langen Reisen waren auch anstrengend, ohne modernen Komfort oder Annehmlichkeiten. Absolut. Die Seeleute mussten Stürme, Krankheiten und allerlei Entbehrungen ertragen. Angesichts der Herausforderungen ist es erstaunlich, dass sie diese epischen Reisen überhaupt machen konnten. Ich weiß. Es spricht wirklich für den Mut und die Entschlossenheit der frühen Entdecker. Ganz gewiss. Ihr Entdeckerdurst muss unglaublich gewesen sein, um diese Hindernisse zu überwinden. Ja, sie waren getrieben von Abenteuerlust und dem Wunsch, das Unbekannte zu kartografieren. Es ist inspirierend, mehr über ihre Reisen und das Erbe zu erfahren, das sie hinterlassen haben. Auf jeden Fall. Ich habe eine ganz neue Wertschätzung für das Zeitalter der Erforschung gewonnen. Ich verstehe warum. Es ist so ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Lektion 20. Das Geschäft des Sports. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit die geschäftliche Seite des Sports verfolgst. Ja, es war wirklich interessant, etwas über die kommerziellen Aspekte der Branche zu erfahren. Was hast du entdeckt? Ich bin gespannt auf deine Erkenntnisse. Nun, eine wichtige Sache ist die Bedeutung des privaten Sponsorings für viele Sportorganisationen. Ah ja, diese lukrativen Geschäfte mit Unternehmen können wirklich einen Unterschied machen. Absolut. Teams und Ligen versuchen immer, mehr Sponsoren zu gewinnen. Und dann sind da noch die riesigen Fernsehverträge, oder? Das muss enorme Einnahmen generieren. Auf jeden Fall. Die Aushandlung dieser Abkommen mit Netzwerken auf der ganzen Welt ist von entscheidender Bedeutung. Ich kann mir vorstellen, wie viel Zeit und Mühe in diesen Prozess gesteckt werden. Oh ja, es ist ein komplexes Netz von Verhandlungen und rechtlichen Vereinbarungen. Die geschäftliche Seite des Sports scheint fast so wettbewerbsfähig zu sein wie die Spiele selbst. Haha, da hast du recht. Es ist ein ständiges Bestreben, Gewinne zu maximieren. Ich denke, das ist heutzutage die Realität des modernen Profisports. Ganz gewiss.
Es ist eine milliardenschwere Branche, also steht unglaublich viel auf dem Spiel. Faszinierendes Zeug. Es zeigt wirklich, wie viel mehr Sport zu bieten hat als nur die Action auf dem Spielfeld. Exakt. Die kommerzielle Seite ist ein großer Teil dessen, was das gesamte System am Laufen hält. Das weiß ich jetzt besser zu schätzen. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast. Lektion 21. Den perfekten Kurzurlaub finden. Hey Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche Reisen geplant? In der Tat habe ich das getan. Ich versuche einen schönen Wochenendausflug zu finden. Oh, wirklich? Wo willst du hingehen? Ich habe über einen Ausflug in die Gegend von Santa Barbara nachgedacht. Warst du schon einmal dort? Eigentlich ja. Ich war vor ein paar Jahren dort und hatte eine wundervolle Zeit. Das ist toll zu hören. Was hat dir daran am meisten Spaß gemacht? Der Strand war absolut atemberaubend und die Innenstadt war so bezaubernd. Wunderbar. Das klingt genau nach meinem Geschmack. Irgendwelche Empfehlungen, wo man übernachten kann? Lass mich nachdenken. Es gibt viele tolle Hotels und B&Bs in der Gegend. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Haben Sie besondere Favoriten, die Sie vorschlagen würden? Nun, es gibt ein wirklich nettes Boutique-Hotel direkt am Wasser, das ich geliebt habe. Oh, das klingt perfekt. Wie hieß es nochmal? Ich glaube, es hieß Miramar Beach Hotel. Tolle Lage und Ausstattung. Miramar Beach Hotel, verstanden. Das muss ich mir ansehen. Und wenn das nicht ganz das ist, wonach Sie suchen, gibt es viele andere Optionen. Gut zu wissen. Ich muss noch etwas recherchieren und sehen, was am besten passt. Ich bin sicher, Sie werden den perfekten Ort finden, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ich hoffe es. Ein kleiner Kurzurlaub ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich höre dich. Manchmal müssen wir alle dem Alltagstrott entfliehen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, die Details zu planen und etwas zu buchen. Nun, lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Santa Barbara-Tipps benötigen. Ich helfe gerne weiter. Lektion 22. Virales Marketing Butz. Guten Morgen. Haben Sie die neueste Social-Media-Marketing-Kampagne gesehen? Ja, habe ich. Es hat online für Aufsehen gesorgt. Wow, wirklich? Was denkst du über den Ansatz, den Sie verfolgen? Es scheint eine clevere Methode zu sein, die Leute zum Reden zu bringen und das Publikum einzubeziehen. Auf jeden Fall. Die kreative Grafik und die einprägsamen Slogans sind ein echter Hingucker. Absolut. Und die Art und Weise, wie sie Influencer nutzen, ist ziemlich genial. Ah ja, es ist so klug, diese etablierten Social-Media-Präsenzen zu nutzen. Es hilft, die Reichweite und Glaubwürdigkeit der Kampagne zu erhöhen. Ganz gewiss. Und die interaktiven Elemente, die sie enthalten, machen wirklich Spaß.
Insgesamt sind die Herausforderungen und Wettbewerbe in den sozialen Medien eine großartige Möglichkeit, Menschen einzubeziehen. Das Interesse und die Investition der Leute in die Marke werden auf jeden Fall aufrechterhalten. Exakt. Es ist ein effektiver Weg, dieses Gemeinschaftsgefühl und Loyalität aufzubauen. Beeindruckendes Zeug. Es scheint, als hätten Sie in diesem Fall wirklich Ihre Hausaufgaben gemacht. Absolut. Das Niveau der strategischen Planung und Ausführung ist erstklassig. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt und welche Ergebnisse Sie erzielen. Ich auch. Es wird interessant sein, die Leistung und Wirkung der Kampagne zu verfolgen. Ganz gewiss. Diese Art von innovativem digitalem Marketing ist der Weg der Zukunft.